Für viele ist eine Stiftung der heilige Gral, das Nonplusultra, wenn es um Vermögensschutz, und zwar Schutz vor Steuern, Schutz vor dem Staat angeht, aber auch Schutz vor inkompetenten Erben. Warum das nicht immer so ist und warum tatsächlich eine Stiftung auch eine schlechte Entscheidung sein kann, das wollen wir uns einmal in diesem Video etwas näher anschauen. Ich grüße dich hier heute übrigens aus dem wunderschönen Sansibar. Wir sind hier gerade mit einer Gruppe von Mandanten unterwegs, insgesamt 35 Personen. Der Andrang war also sehr groß. Das sind alles Mandanten, die sich überlegen können, in Sansibar eine Plan B-Immobilie zu erwerben oder nach Sansibar auszuwandern für ihren Plan A. Wie gesagt, Sansibar ist eine wunderschöne Insel, umgeben vom Indischen Ozean, von den kristallklaren türkisfarbenen Wassern des Indischen Ozeans, sollte ich noch dazu sagen. Wunderschöner, feiner, weißer Sandstrand, Puderzucker-Sandstrand würde man auch sagen. Die Menschen sind sehr freundlich, die Temperatur angenehme 28 bis 30 Grad das ganze Jahr. Hier sind zwei deutsche Brüder seit einigen Jahren dabei, eine deutsche Stadt, so nennen sie es, Fumba Town zu errichten. Über 1000 Wohneinheiten stehen schon. Insgesamt sind 5000 geplant. Man kann hier für weniger als 100.000 US-Dollar investieren. Aber wenn du 100.000 Dollar investierst, damit bekommst du vielleicht eine Einzimmerwohnung, dann bekommst du hier ein lebenslanges Aufenthaltsrecht für dich und deine Familie. Das hat einige Vorteile. Ein wichtiger Vorteil ist zum Beispiel, dass ausländische Einkünfte komplett steuerfrei sind dein Leben lang. Und Einkünfte aus Sansibar, also sagen wir mal, wenn du deine Immobilie vermietest an Feriengäste, dann musst du darauf rund 10% Steuern bezahlen. Also sehr attraktiv. Wenn auch du Interesse an Sansibar hast, dann rate ich dir, dich einmal mit unseren Videos auseinanderzusetzen. Wir organisieren noch mindestens 2 weitere Reisen dieses Jahr nach Sansibar. Details findest du im Link, der gepinnt ist zu diesem Video. Es sind noch ein paar Plätze frei. Schau es dir gerne mal an. Daniel und ich würden uns freuen, dich in Sansibar begrüßen zu dürfen oder eben auf einer anderen Reise, wo wir interessante Länder uns anschauen, die im Rahmen einer Auswanderung oder im Rahmen eines Plan B attraktiv sein können. So, nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Der Spiegel hat vor ungefähr einem halben Jahr einen Artikel veröffentlicht und der heißt, Sie wollen Ihr Vermögen vererben, bloß nicht mit einer Stiftung. Und ich finde es ein sehr guter Artikel. Ich verlinke ihn gerne auch hier in der Beschreibung zu diesen Videos. Dort wird also anhand eines konkreten Falles entschieden, wie die Strukturierung des Vermögens über eine Stiftung eine komplett falsche Entscheidung war, die für alle Beteiligten negative Konsequenzen hatte. Die Ausgangslage ist so, dass eine Frau, in dem Artikel wird sie Renate genannt, 10 Millionen Euro Vermögen hat und sie möchte eben gerne dieses Vermögen anlegen. Da ist ja manchmal auch so ein gewisser Unsterblichkeitskomplex hier mit im Spiel und genau hier geht es eben, man will etwas Bleibendes schaffen. Das Vermögen soll dauerhaft erhalten bleiben, lediglich die Erträge sollen verbraucht werden, das Geld soll überwiegend in sichere Anlagen mit festen Zinsen investiert werden, nur 30% in Aktien. Für die alle 30 Jahre fällig werdende fiktive Erbschaftssteuer werden kontinuierlich Rücklagen gebildet, damit der Kapitalstock nicht gefährdet wird. Ausschüttung soll nach einem fest definierten Schlüssel erfolgen. Natürlich kann bei Notfällen auch mal mehr fließen. Dann wird ein Stiftungsrat zwischen den Kindern gebildet. Nun, für dich sieht dieses Vorhaben vielleicht sinnvoll aus. Es ist sinnvoll hier strukturiert. Renate hat hier sinnvolle Anweisungen an die Stiftungsverwaltung gegeben. Aber ist das wirklich so? Nun, der Artikel geht darauf ein, wie die Situation rund 10 Jahre nach Renates Tod ist. Die Vorgaben von Renate nötigen den Stiftungsvorstand dazu, den Großteil des Vermögens in Anleihen zu investieren. Du kannst dir vorstellen, welche mickrigen Renditen hier zu Zeiten der Niedrigzinsperiode erwirtschaftet wurden. Die Kosten sind erschlagend. Der Stiftungsvorstand kostet 30.000 Euro, Steuerberatung 10.000 Euro, Vermögensverwaltung 85.000 Euro und Rücklagen für die Erbschaftssteuer 75.000 Euro
pro Jahr. Das schränkt natürlich das Geld, das es zu verteilen gibt, weiter sehr stark ein. Meiner Meinung nach sind das keine Wucherpreise, sondern das scheint mir angemessen zu sein. Nun kann man natürlich hier verschiedene Prioritäten haben. Man kann das Vermögen anders verwalten. Man muss es vielleicht nicht an eine professionelle Vermögensverwaltung geben, aber das ist dann natürlich die Sache jedes Einzelnen. In Summe haben die drei Kinder in sehr unregelmäßigen Abständen bisher jeder rund nur 52.000 Euro erhalten, die 7 Enkel 15.000 Euro. Das ist natürlich lächerlich wenig, wenn man sich vor Augen hält, dass dort 10 Millionen insgesamt angelegt wurden. Nun, die Kinder von Renate sind schon fast selbst im Ruhestand und haben eigentlich relativ wenig hier vom Vermögen der Eltern gehabt. Wie du sehen kannst, also alles in allem keine sehr gute Lösung. Und das ist eben genau das Problem. Wenn du hier an Berater gerätst, die dann fixiert sind auf solche Lösungen, die also nicht ergebnisoffen beraten, die dir nicht sagen, naja, das ist vielleicht keine besonders gute Idee, hier eine Stiftung zu etablieren. Vielleicht legt man einen Teil in einer Stiftung an, aber vererbt den Rest des Vermögens einfach schlicht und ergreifend oder macht vielleicht eine Art Family Office, also eine Familienholding oder sowas. Dann ist natürlich ganz klar, dass ein Schuss in den Ofen vorprogrammiert ist. Denn wenn du einmal an so jemanden gerätst, der hier von dem Stiftungsthema überzeugt ist, ist natürlich völlig klar, dass der dir versuchen wird, auf Teufel komm raus, diese Stiftung zu verkaufen, auch wenn sie eigentlich nicht das Richtige für dich ist. Wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen die Stiftung. Ich finde die Stiftung auch interessant. Die Liechtensteinische Stiftung noch mehr als die deutsche übrigens. Aber man muss natürlich sehr ehrlich sein und auch die Nachteile der Stiftung ansprechen. Zum Thema Liechtensteiner Stiftung ganz klar ist eines der größten Nachteile, dass man hier letztlich keinen Zugriff auf das Vermögen hat, sondern hier auf jemanden anders angewiesen ist. Gleichzeitig ist das natürlich auch ein Vorteil, denn damit ist für das Finanzamt völlig klar, dass man sich von seinem Vermögen getrennt hat und das hat dann wiederum für die Stiftung positive steuerliche Auswirkungen im Fall der Liechtensteinischen Stiftung, wenn es um Ausschüttungen an Begünstigte der Stiftung geht. Also wenn auch du planst, eine Stiftung zu gründen, dann wäre ich sehr vorsichtig. Also schau dir die Kosten an, lohnt sich das wirklich? Nimm dieses Beispiel, was ich gerade eben gebracht habe, Deutsche Stiftung, Liechtensteiner Stiftung, ist das wirklich die richtige Entscheidung? Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, hier dein Vermögen zu schützen? Macht eine Stiftung überhaupt Sinn? Oder wenn ich eine Stiftung mache, kommt es natürlich dann auf die Ausgestaltung der Stiftung an. Wichtig zu verstehen eben ist, dass es sehr selten ist, dass ein Werkzeug universal einsetzbar ist. Das gibt es nicht. Es gibt nicht diese Silver Bullet, wo man sagen kann, diese Sache passt jetzt hier für alle Lebensumstände. Und das gilt ganz besonders für die Stiftung, die ja doch relativ komplex ist, ja, wie auch dieses Beispiel hier aus diesem Spiegelartikel gezeigt hat. Und mir ist schon klar natürlich, dass wir gerade in den momentanen Zeiten das Bedürfnis haben, Vermögen zu schützen, Vermögen zu bewahren, nicht zuletzt auch vor dem Staat. Denn es gibt ja besorgniserregende Entwicklungen hier. Und wir alle fragen uns zum Beispiel, kommt irgendwann mal eine Vermögensteuer auf Seiten der EU oder auch in Deutschland oder möglicherweise noch schlimmere Maßnahmen, wenn man hier an eine Eurokrise oder Ähnliches denken möchte. Also nochmal, die Stiftung kann absolut sinnvoll sein, auch schon für geringere Beträge als 10 Millionen. Also die Stiftung hat ja zum Beispiel auch konkrete Vorteile, wenn es um die Vermeidung der Wegzugsteuer geht. Ja? Also es kann schon sinnvoll sein. Bitte verstehe jetzt nicht dogmatisch, was ich hier sage. Alles, was ich sage, ist, man muss wirklich deine Situation genau überprüfen und genau anschauen und sich dann überlegen, ist die Stiftung wirklich in deiner Situation das Richtige? Ich kann mich erinnern, ich hatte vor kurzem mit einem Mandanten gesprochen. Er hatte auch den Eindruck, dass die Stiftung für ihn die beste Lösung ist, um die Wegzugsteuer zu sparen. Und er war schon kurz davor, eine zu gründen. Gott sei Dank hatten wir dann gesprochen. Wir sind nämlich dann zum Schluss gekommen. Vermutlich wird er überhaupt keine Wegzugsteuer bezahlen müssen, aufgrund der konkreten Umstände, in welcher er sich befindet. Also hätte er jetzt umsonst diesen ganzen Aufwand gemacht, um ein Problem zu lösen, was eigentlich gar kein Problem ist. Und natürlich haben die Leute, die ihn da beraten haben, nicht gesagt, jetzt macht er nochmal genau Gedanken dazu, ob das wirklich das Richtige ist. Lass uns das mal von allen Seiten beleuchten, sondern die haben ihn ermutigt, in dieser Entscheidung die Stiftung zu gründen. Gott sei Dank hat er es am Ende nicht gemacht. Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben, wenn du dir überlegst, wie du dein Vermögen hier schützen kannst, wie du es möglichst steuergünstig an die nächste Generation übertragen kannst, wenn du dir überlegst, ob deine Zukunft im Ausland liegt, möglicherweise im Nicht-EU-Ausland, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein.
Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten bei solchen Fragen zu beraten. Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz und Vermögensaufbau im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.